Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit diesem Video 1997. Egon Müller, eine Bahnsportlegende, verabschiedet sich in Deutschland. Der erfolgreichste Speedway-Fahrer aller Zeiten in Deutschland, hier nochmal bei seinem letzten Lauf. Er zeigt hier nochmal allen, was er kann und was er drauf hat. Ein Speedway-Fahrer der Extraklasse, Egon Müller, die absolute Nummer 1 in Deutschland. Hier nochmal Start und Ziel zum Sieg, wie so oft. Egon? Und hier nochmal eine Zeitlupenstudie des Altmeisters Egon Müller. Eleganz und Dynamik vereint sich hier mit Mut zum Risiko zu einem Fahrstil, der diesen Mann seit 3 Jahrzehnten immer wieder an die Spitze gebracht hat. Egon Müller, eine Ausnahmeerscheinung im deutschen Bahnsport. Ein Fahrer der Extraklasse, verabschiedet sich. Sein Markenzeichen waren seine Starts. Erstmal an der Spitze war er kaum einzuholen. Damit ich auch zum Finale nochmal Nächsten Samstag, da kommst du zu mir zum Geburtstagsfeiern. Da machen wir den 40. Dunkel hat auf 2 Punkte jetzt aufgeholt. Auf Steve kann ich im Trauen ziehen den Titel zu. Ja, auf jeden Fall, weil Tommy ist auch ein guter Radsportfahrer. Hier kurz im Bild sein treuester Fan und kritischer Berater, sein Sohn Dirk. Natürlich auch die Mechaniker, die ihm jahrelang die Treue hielten. Sportlich zeigte Egon Müller stets alles. Aber auch für sein neues berufliches Umfeld, der Marketingbereich, hat er sich große Ziele gesteckt. Hier ein Beispiel. Hallo, wir befinden uns heute hier bei Eggers Maschinenbau GmbH und es geht hier um etwas ganz Besonderes. Den Dynamometer MSP 100, letztjährigen Weltmeister, hat er gesagt, okay, für den Saisonstart 1997 muss so ein Motor her, damit er bei den großen internationalen Rennen auch endlich mal die Erfolge hat, die er sich wünscht oder die sich jeder Rennfahrer wünscht. Ja, in der Nacht vorher hatten wir noch kurz gesprochen darüber, wann er ankommt und ich war dann morgens früh schon da und habe ihm den Motor gebracht. Die Wartung zwischen den Läufen muss natürlich sein. Martin Dugard in Rot, ganz außen, sieht man am Start schon, wie viel mehr der Motorkraft hat. Da hat er einen leichten Quersteller und wird sofort von außen angegriffen, aber das balanciert er jetzt aus und mit der Mehrleistung des Motors, die er perfekt einsetzt, schießt er sofort wieder nach vorne. Hier sieht man wieder, wie er auf der Geraden dann die entscheidenden Meter macht. Jetzt am Kurvenausgang bringt er das Gewicht nach hinten und jetzt zieht er ab. Aber er hat natürlich harte Gegner hier in diesem Rennen, aber das Publikum feiert ihn. Alright, Martin, you missed the gate a little bit. Where's the battery you missed the gate with this engine? Yeah, I tell you, you pass on the straight like hell. Well, what can I say? Innen Martin Dugard, der EW Racing Team Fahrer, setzt sich kurzfristig an die Spitze, wird aber sofort außen attackiert. Aber jetzt entfaltet sich die Leistung des neuen Motors gewaltig und er kann sich sofort absetzen. Beschwerte sich aber nach dem Rennen, dass er immer Schwierigkeiten hatte, die Leistung auf den Boden zu bringen. Er ist also am Ende der Geraden immer noch sehr viel gerutscht, dass das Hinterrad leer ging sozusagen. Aber ganz klar, wie man hier sieht, macht er die Base und es kann ihm in diesem Lauf im Grunde genommen gar keiner richtig folgen. Ist natürlich die beiden Fahrer aus dem EW Racing Team, Martin Dugard. Baby, I know you're not alone. On the night gonna be a long night, alright. Oh, talk to me, so you can see what's going on. Ohne dann mit dem Kunden zusammen auf seine Wünsche zu entwickeln, nach seinem Weltmodell, nach seiner Vorstellung. Gibt es da Probleme mit der Versicherung? Muss man da ein besonderes Zertifikat abliefern, denn im Fall eines Diebstahls ist es ja für den Besitzer sehr bedauerlich, weil er kann ja normalerweise nie so einen Auftrag wiederbekommen. Gott sei Dank, und ich konnte mit meiner Moderation
Präsentation und Produktvorstellung Ausgestellt ist ein paar technische Details. Also, wir haben hier die neue VZ8 von ein paar Raumer. Das extrem. Der Andreas wird auch zu dieser Maschine etwas zu sagen müssen. Ja, hier handelt sich das um unser Flaggschiff dieses Jahr. Letztes Jahr war es die Red Dog, die jetzt in der Werkstatt steht. Was ist denn das, würde hier so bei einer Beschneidung 20 Dollar oder so, da schreibst du nicht bei einer Rechnung. Keine Fall. Also, und das ist eben das, was den Motorradfahrer mit dem Herz am rechten Fleck. Wir haben jetzt hier mal eine Kette. Das ist eine Premierkette von einer Sandbahnrennmaschine, mit der ich unterwegs war. Und diese Ketten haben maximal 4 Läufe mal 4 Runden gehalten, dann war sie weg. Und immer senkrechtskrächzenden Sandbahnzug zu Egon Müller hierher geholt hast. Der muss sich ja auch schon anfallen lassen und manche Leute müssen ein bisschen auf die Sprünge helfen und dann geht das. Na gut, ich hoffe, ich habe Sie nämlich alle vergrault hier, aber es ist eine lustige Truppe. Und wir werden in diesem Sinne auch den Nachmittag hier beweinen. Und zwar haben wir alle Wasser im Kraftschutzsystem. Das heißt, in euren Tanks ist Wasser. Und die Tanks sind von innen nicht verendet. Das heißt mit anderen Worten, von außen ist der Tank grundiert, lackiert, poliert, alles vom Feinsten. Aber innen drin im Tank, da ist rohes Blech. habe ich immer die Chance, etwas Neues einzuführen. Wird es gleich wieder Gewinner geben? Man hat sich den ganzen Streit hier schon unter den Nagel gerissen. Hoffentlich hast du Glück und da ist was dabei. Das würde ich empfehlen, gerade jetzt in Nacht im Winter. Das reicht für 6 Monate oder wie gesagt. Sind wir schon wieder die Woche drauf in Köln in einem Autohaus. Und zwar neue Sieh einfach mal so, mal gucken. Und jetzt lassen wir auf. Weg ist die Zigarette, man sieht sie nicht mehr. Hallo? Ja, hat die aufgepasst? Ja, es war wieder ein stressiges Wochenende hier, 2 Tage bei Bronze dazwischen an. Und während der Andreas weitermacht, darf ich mich schon mal verabschieden, natürlich auch von meinem Freund Ingo. Und ja, es gibt viele Entwicklungsarbeit zu bewältigen, Aufklärungsarbeit, aber ja, da geht schon weiter nächste Woche. Ja, das Problem werden natürlich jetzt die Edel-Tuning-Werkstätten haben, denn hier gibt es alles ab Haus, ab Werk. Breitreifen, super Breitreifen, Leistung, ein verbindungssteifes Fahrwerk. Schon mal selbst diese Maschine gefahren? Ja, allerdings. Und das hinterlässt einen sehr starken, nachhaltigen Eindruck, dieses Motorrad. Guido Möller, herzlich willkommen. Guido, was war deine Idee, diese Trikes mit ins Programm zu nehmen? Tja, wir wollten einfach, ich sag mal, was Außergewöhnliches in der Lewitz bieten oder was Außergewöhnliches in Sachen Freizeit, Spaß und Erholung. Ja, und in der gleichen Nacht ging es dann nochmal zu einer Gala. Auch ein paar hundert Leute, die dort befriedigt werden mussten. Und gleich früh am nächsten Morgen musste ich dann auch noch eine Reiterquadrille, eine Weihnachtsquadrille filmen. Und ja, das macht viel Spaß, aber ich war ganz schön geplättet an diesem Tag. Aber die kleine Carmen hat ja auch damit gerechnet und musste ich das einfach machen. Aber es ist natürlich Stress ohne Ende. Aber es macht. Hallo. Axel, wie kam das Engagement zustande, so ein Racing-Team zu gründen? Ich selber fahre seit 10 Jahren Motocross und habe mir gedacht, man muss mal was anderes machen. Und dann kam die Sportart in Deutschland auf, Supermoto, und da wollte ich mich eben engagieren, als Fahrer selbst und auch mit dem Racing-Team. So, 5, 6 Rennen. Das schauen wir uns heute mal an. Ja, unglaublich. Also 5, 6 Rennen. Der Junge immer, der junge Robert Dadus. Und dann kracht's. Hier eine selbstkonstruierte Ventilfederdruck-Messmaschine. Und das ist mein Robert, 19 Jahre alt, aber ein richtiger Kämpfer und ein Wahnsinns-Jahrhunderttalent. Und er hat natürlich noch hier und da Probleme, die ganzen Erfahrungen auf den jeweiligen Bahnen dann auch entsprechend einzusetzen. Und die pflanzen ihn jetzt ein. Hier sind die beiden. Beide natürlich der Ewi. Und ja, die Bullen, das
ist ein leichtes Problem. Die fahren immer so lange, bis es kracht. Die haben auch nicht das Gefühl, dass sie meinen, jetzt müsste man den Motor mal ausbauen oder die Maschine stehen lassen. Mit meinem Pass habe ich eigentlich keine Schwierigkeiten, obwohl ich aussehe wie ein schwarzer oder weißer Neger. Einen Weg machen und auch in der Weltmeisterschaft dabei sein. Ganz links im Bild zeigt er hier ganz klar die Mehrleistung der EV-Motoren. Da geht's richtig los und gleich zieht er sofort ab auf der nächsten Geraden und ist schon für den Gegner überhaupt nicht mehr einholbar. Ganz exzellent und fährt ja auch viel auf diesen dänischen Bahnen und ist im letzten Jahr insgesamt 74 Rennen gefahren. Und dann kann das auch schon bald losgehen. Es ist soweit, ganz links im Bild, mit perfektem Start raus und der neue Weltmeister Tommy Dunker hinter mir, leider, aber das ist auch eine Bahn, die mir besonders gut liegt hier in Kloppenburg. Lauf 2, dritter von links. Sofort wieder in Führung. Aber hart attackiert. Und natürlich ein ganz selbstentwickeltes Brennraumsystem. Und wie das alles ausgeht und wie die Motoren dann laufen mit wirklich einer ordentlichen Mehrleistung, das sehen wir dann gleich. Und gleich im ersten Lauf, volle Kanne von ganz außen an die Spitze. Und erstmal an der Spitze gibt's nur eins: Sieg. Schon froh, oder? Bist du ein hundertprozentiger Egon-Fan, gell? Das ist ein gut drunter, der Egon. Er hat auch ganz gut sich selbst gemanagt und hat viel draus gemacht. Also da habe ich echt den Respekt vor. Was macht der Egon jetzt dann, wenn er aufhört? Erstmal mache ich mein Motorwerksgeschäft weiter, meine Ölfirma. Dann Zweiter von links. Ganz außen Matthias Krüger. Der Start nicht so perfekt, aber ich kann mich schnell einreihen. Und ja, an zweiter Stelle rausgehen. Hat aber nächster Lauf, zweiter von rechts.
die Maschine zieht schon mal eine ganze Ecke besser aus dem Start, aber außen nicht aufgepasst. Tommy Dunker, ja, der neue Weltmeister, setzt sich sofort in Führung und ist natürlich mit Motoren von Klaus Lausch auch nicht gerade untermotorisiert. Ich kann erstmal Anschluss halten und habe sogar das Gefühl, dass ich etwas in der Kurve aufhole. Wähle den ganz weiten Außenweg jetzt. Der Start. Dritter von rechts. Jetzt noch ein Zahn mehr genommen und jetzt geht im zweiten Gang richtig die Post ab. Gleich an die Spitze. Und Steve Schofield, mein Angstgegner, hinter mir. Der neue Weltmeister, Tommy Dunker, sind hier drinne. Vierter von rechts, genau in der Mitte. Jetzt beim Umschalten den zweiten Gang rein, das Vorderrad hoch, um optimalen Antrieb zu haben. Und sofort als Erster aus der Kurve. Tommy Dunker nur an dritter Stelle, aber mit seinem schnellen Lauschmotor überholt er spielend hier auf der Geraden. Aber an den Evi-Motor vorne, da kommt er nicht ran. Mit dem Bein, das heißt die Balance war irgendwo gestört. In rein versucht er die Fliehkraft zu überwinden. In Ehrlichkeit. Ich könnte jetzt auch ein bisschen heulen, so zur Show oder so, aber ich bin sowas von unruhig. Ich kann diese ganzen Eindrücke noch gar nicht so verkraften, dass ihr alle da seid und nur ein Anruf oder eine Karte und ihr seid da. Finde ich toll. Von aller Fahrer, von der ganzen Welt. Egon, vielen Dank für die Golden Zeit. Du hast für uns die Golden Zeit gegeben. Leider ist der Golden Zeit vorbei, aber in meiner Erfahrung, weil du da warst, das für uns alle die Golden Zeit. Vielen Dank. Wo ist der? Zuschauer kamen, um diesen Abschied mitzufeiern. Und dann wurde es ernst. Hier, Probestart. Im ersten Lauf gegen Gerd Riss, den Deutschlands erfolgreichsten Sandbahn- und Speedway-Fahrer. Bis aufs Messerschneiden. Da brauche ich gar nicht zu Sieger abgewunken wurde, treibt Dirk sich auf der Tribüne rum, hier mit Friedhelm Pecher und Carmen mit ihrer Chefin. Die sind natürlich total gut drauf bei diesem Rennen. Inzwischen geht es schon wieder zum zweiten Lauf aus dem Fahrerlager heraus. Und das wird natürlich wieder ein dramatischer Lauf, gleich vom Start weg. Auf der Außenbahn versuche ich, nachdem Carmen sich den Schweiß abwischt,
von außen nach innen reinzukommen, ist aber noch blockiert. Gehe ganz weit nach außen raus und kämpfe mich hier an erster Stelle vor. Ja, zwischenzeitlich fängt es an zu regnen. Deshalb entschuldigen Sie bitte, die Bilder sind natürlich jetzt nicht mehr so gut, weil die Linse nass wurde. Aber weit in Führung. Ja, das war schon ein dramatischer Lauf und das Publikum feiert mich ganz groß mit. Waren 20 Jahre nicht mehr da. Karl-Heinz auch ein bisschen genervt. Wir hatten Probleme. Ein Motor hat den Geist aufgegeben. Ja, zu hoch übersetzt, zu viel Drehzahl, aber zwischenzeitlich wurde dann auf der Tribüne richtig mächtig ein Glas Bier getrunken. Und Meister Müller sitzt in der Box und ja, schaut vor sich hin. Viel Prominenz. Oliver Bend hier und Carmen im Interview. Ja, Ottile, liebevoll von uns genannt, Andreas Otto, Radio Schleswig-Holstein. Der letzte Check vor dem alles entscheidenden Lauf im Finale. Denn in diesem Finale ist der erste, zweite und dritte auch die jeweilige Platzierung für den Sieg entscheidend. Die Gelegenheit aus und sage ganz herzlichen Dank allen Sponsoren, die mit dabei waren. Aber jetzt den Start. Ab geht die Post und in die erste Kurve. Voller Dramatik. Jeder will natürlich als Erster aus der Kurve rauskommen, denn jeder weiß, die Sichtbehinderung ist grausam. Karl Mayer in Führung, gefolgt von mir. Und dann Gerd Riss an dritter Stelle. Kämpfen hier um die 10.000 D-Mark für den ersten Preis. Karl fährt die Idealbahn, fährt genau am Kurvenausgang mir vors Vorderrad. Ich muss seinen Dreck schlucken und ich merke, dass am Rennende mir auch die Kraft fehlt, hier nochmal absolut Anschlag, Vollgas zu fahren. Hätte ich gewonnen unter den Einsatz meines Lebens, hätten die Fans gesagt, ach, war doch abgemachte Sache, hat er doch ganz klar gewinnen lassen. Der Karl, wir sind doch Freunde und so weiter. Also Karl weiterhin in Führung. An zweiter Stelle. So ist dann auch letztendlich der Zieleinlauf. Und ich sage nochmal 1000-mal Dankeschön. Immer wieder alle Firmen, die mich unterstützt haben bei diesem Rennen. Und natürlich auch der MSC Lübeck. Herzlichen Dank für die Abwicklung und die tolle Zusammenarbeit. In diesem Sinne sagt Dankeschön, ihr Egon Müller. Seiner Lebensgefährtin, mit Carmen. Und in dem ganzen Gewühl kommt ein etwas trauriger Gerd Riss raus. 2 Motoren kaputt, aber nichtsdestotrotz, wir bleiben Freunde.